Die sogenannte erweiterte beschränkte Steuerpflicht sorgt seit dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 14. Januar 2025 für verstärkte Aufmerksamkeit. Insbesondere bei Menschen, die Deutschland den Rücken kehren möchten, um im Ausland zu leben. Ob digitale Nomaden, Rentner oder Unternehmer. Wer glaubt, durch einen Wegzug automatisch auch der deutschen Steuerpflicht zu entkommen, irrt unter Umständen. Denn das deutsche Außensteuergesetz, genauer gesagt § 2 AStG, ermöglicht es dem Fiskus auch nach einem Wegzug weiterhin auf bestimmte Einkünfte zuzugreifen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Regelung zielt auf Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit ab, die sich früher für mehrere Jahre unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland aufgehalten haben, ihren Lebensmittelpunkt anschließend aber in ein Land mit niedrigerer oder privilegierter Besteuerung verlagern. Entscheidend ist dabei, dass sie weiterhin bedeutende wirtschaftliche Verbindungen nach Deutschland unterhalten. Sei es in Form von Kapitalanlagen, Unternehmensbeteiligung oder Immobilienbesitz. Das BfH-Urteil vom Januar 2025 hat diese Rechtslage nochmals bestätigt und klargestellt, dass § 2 AStG weder gegen das Grundgesetz noch gegen europäisches Recht verstößt. Es handelt sich also um eine legitime Maßnahme des Gesetzgebers, um sogenannte Steuergestaltungen durch Wegzug zu unterbinden oder zumindest einzuschränken. Wichtig ist zu verstehen, dass diese Form der Steuerpflicht nicht jeden betrifft, der aus Deutschland wegzieht. Vielmehr müssen mehrere Kriterien gleichzeitig vorliegen. Zum einen muss die betroffene Person die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Zum anderen muss sie innerhalb der letzten 10 Jahre mindestens 5 Jahre lang unbeschränkt in Deutschland einkommensteuerpflichtig gewesen sein. Darüber hinaus muss der neue Wohnsitzstaat entweder zu den sogenannten Niedrigsteuerländern gehören oder dem Auswanderer ein spezielles Steuermodell bieten, das seine Steuerlast deutlich senkt. Schließlich muss die Person auch nach dem Wegzug noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland haben. Das können etwa Beteiligungen an Unternehmen, Immobilienbesitz oder erhebliche Einkünfte aus deutschen Quellen sein. Als Niedrigsteuerland gilt ein Staat dann, wenn dort die Einkommensteuer weniger als 2/3 des deutschen Spitzensteuersatzes beträgt, also etwa unter 18 bis 19% liegt. Typische Beispiele hierfür sind Monaco, Dubai, Katar oder bestimmte Karibikstaaten. Aber auch Länder mit speziellen Steuerregimen, die nur bestimmten Gruppen zugute kommen, wie die Remittance-Basis im Vereinigten Königreich, das portugiesische NHA-Programm oder die pauschale Besteuerung vermögender Ausländer in der Schweiz können unter diese Definition fallen. Hier wird das Einkommen teilweise oder ganz steuerfrei gestellt, sofern es aus dem Ausland stammt oder nicht aktiv ins Wohnsitzland eingeführt wird. Das macht solche Regelungen aus Sicht des deutschen Steuerrechts besonders relevant. Georgien, das Land, in dem ich lebe, gehört auch zu den Niedrigsteuerländern.
Ein interessanter Sonderfall sind sogenannte Perpetual Traveler, also Personen, die ganz bewusst keinen festen Wohnsitz haben und als digitale Nomaden von Ort zu Ort ziehen. Auch sie werden vom deutschen Fiskus nicht aus den Augen gelassen, denn das Finanzministerium hat bereits 2023 festgestellt, dass eine solche Wohnsitzlosigkeit steuerlich wie ein Wegzug in ein Niedrigsteuer- oder Nullsteuerland behandelt wird. Wer also zwar offiziell in Deutschland abgemeldet ist, aber nirgendwo sonst eine steuerliche Ansässigkeit nachweisen kann, gilt weiterhin als potenziell steuerpflichtig, und zwar bis zu 10 Jahre nach dem Wegzug. Inhaltlich erstreckt sich die erweiterte beschränkte Steuerpflicht auf Einkünfte, die normalerweise bei einer beschränkten Steuerpflicht gar nicht erfasst würden. Dazu gehören etwa Zinsen auf Guthaben bei deutschen Banken, Zinseinnahmen aus privat vergebenen Darlehen an inländische Schuldner oder Veräußerungsgewinne aus Anteilen an deutschen Kapitalgesellschaften. Gerade diese Einkünfte sind für viele Auswanderer von hoher Relevanz, da sie oft Kapital oder Beteiligung in Deutschland belassen. Besonders relevant ist hier die Tatsache, dass Veräußerungsgewinne selbst dann noch steuerpflichtig sein können, wenn der Verkauf erst viele Jahre nach dem Wegzug erfolgt, solange die 10-Jahresfrist noch nicht verstrichen ist. Dies unterscheidet sich übrigens von der sogenannten Wegzugsbesteuerung nach § 6 Außensteuergesetz, die bereits bei Aufgabe des Wohnsitzes greift. Von dieser erweiterten Steuerpflicht ausgenommen sind Einkünfte, die ohnehin bereits unter die normale beschränkte Steuerpflicht fallen. Dazu zählen etwa Mieteinnahmen aus in Deutschland gelegenen Immobilien oder Dividenden, auf die bereits eine Kapitalertragssteuer erhoben wird. Das Gesetz greift also gezielt dort ein, wo es sonst zu einer Steuerlücke käme. Auch im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuer hat § 4 AStG eine vergleichbare Wirkung. Wer als Deutscher ins Ausland zieht, unterliegt für bestimmte Vermögenswerte noch bis zu 10 Jahre nach dem Wegzug der deutschen Besteuerung, selbst wenn der Erblasser oder Schenker zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr in Deutschland lebt. Das betrifft beispielsweise Bankguthaben, Unternehmensbeteiligung, bestimmte Nutzungsrechte oder bewegliche Sachgüter mit Standort in Deutschland. Besonders kritisch wird es dann, wenn mit dem neuen Wohnsitzstaat kein entsprechendes Doppelbesteuerungsabkommen besteht, das die Zuständigkeiten der Steuerhoheit regelt. Solche Abkommen spielen insgesamt eine wichtige Rolle bei der Frage, ob und in welchem Umfang die erweiterte beschränkte Steuerpflicht tatsächlich greift. Ist der Auswanderer im neuen Staat regulär steuerpflichtig und besteht ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, kann dieses die Steuerfolgen mildern oder ganz ausschließen. Allerdings zeigen Praxis und Rechtsprechung, dass Sonderregelungen im Ausland, etwa der Non-Dom-Status, den DBA-Schutz unterlaufen können. In solchen Fällen kann Deutschland argumentieren, dass der Auswanderer nicht im Sinne des Abkommens im Ausland ansässig ist und somit kein Schutz besteht. Für Personen, die Deutschland verlassen möchten, ergeben sich daraus konkrete Handlungsempfehlungen. So sollte der Wegzug immer mit einer steuerlichen Beratung verbunden sein. Der Wahl des neuen Wohnsitzstaats kommt eine entsprechende Rolle zu.
Wer in ein Land mit moderater Besteuerung, mit Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland zieht, lebt steuerlich oft ruhiger als jemand, der in ein Steuerparadies zieht. Auch die Inanspruchnahme ausländischer Steuervergünstigungen will wohl überlegt sein, da sie das Risiko erhöhen, ins Visier des deutschen Fiskus zu geraten. Zudem lohnt es sich, wirtschaftliche Verbindungen zu Deutschland im Vorfeld des Wegzugs zu analysieren. Wer etwa große Bankguthaben bei deutschen Banken oder Beteiligungen an deutschen Unternehmen hält, könnte überlegen, diese zu reduzieren oder ins Ausland zu verlagern, freilich immer unter Berücksichtigung der steuerlichen Folgen, etwa der Wegzugsbesteuerung. Auch digitale Unternehmer sollten darauf achten, im Ausland eine echte Betriebsstätte mit Substanz nachzuweisen, um die Entstehung einer steuerlichen Betriebsstätte in Deutschland zu vermeiden. Wer unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht fällt, sollte seine Einkünfte offen gegenüber dem Finanzamt erklären, denn auch im Ausland lebende Personen sind nicht unsichtbar. Internationale Datenabkommen sorgen dafür, dass Banken und Behörden zunehmend Informationen austauschen. Eine transparente Steuererklärung schützt vor Nachforderungen oder sogar strafrechtlichen Konsequenzen. Für viele Betroffene bedeutet die 10-Jahresfrist aber auch ein gewisses Maß an Planbarkeit. Wer es schafft, in dieser Zeit keine steuerrelevanten Einkünfte in Deutschland zu erzielen oder wesentliche Interessen aufzugeben, kann danach in der Regel steuerlich unbelastet leben. Manche Menschen entscheiden sich sogar in Einzelfällen für die Aufgabe ihrer deutschen Staatsbürgerschaft, um der Regelung dauerhaft zu entgehen. Das ist allerdings eine weitreichende und persönliche Entscheidung, die niemals nur aus steuerlichen Gründen erfolgen sollte. Das Urteil des Bundesfinanzhofs hat die Anwendung des § 2 AStG nicht verschärft, aber in wichtigen Punkten konkretisiert und rechtlich gefestigt. Es bleibt dabei: Wer als Deutscher ins Ausland zieht, sollte seine steuerliche Situation genau analysieren und mit Bedacht planen. Nur dann lässt sich vermeiden, dass die Steuerpflicht zum Trugbild wird, denn auch wenn man Deutschland verlässt, ist das Finanzamt oft nicht weit. Wie denkst du über die Entscheidung des Bundesfinanzhofs? Wird sie dich davon abhalten, Deutschland zu verlassen? Wenn dir mein Beitrag gefallen hat, gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Ein Deutscher in Georgien.